Lektion 1. Lebensleistung und Stimmungen. Die Lebensleistung einer Person kann durch viele Faktoren beeinflusst werden. Unbedingt. Stimmungen können beeinflussen, wie gut wir bei täglichen Aufgaben funktionieren. Was sind Ihrer Meinung nach einige häufige Dinge, die unsere Stimmung beeinflussen? Stress, Schlaf und sogar Ernährung können erhebliche Auswirkungen haben. Das macht Sinn. Es ist wichtig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen. Ja, und wenn wir uns unserer emotionalen Zustände bewusst sind, können wir besser mit ihnen umgehen. Wie steigern Sie normalerweise Ihre Stimmung, wenn Sie sich schlecht fühlen? Ich gehe gerne in der Natur spazieren. Das hilft mir wirklich, den Kopf frei zu bekommen. Das ist eine großartige Strategie. Ich finde, dass das Hören von Musik meine Stimmung hebt. Lektion 2. Inlandslieferungen. Großartig. Ich werde beide Unternehmen für unsere Inlandslieferungen untersuchen. Das klingt nach einem soliden Plan. Wonach suchen Sie konkret? Ich möchte Ihre Preise und Lieferzeiten vergleichen. Das ist klug. Es ist wichtig, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Bedürfnisse zu finden. Ja, und Zuverlässigkeit ist entscheidend, wenn es um den Versand geht. Unbedingt. Wir können uns keine Verzögerungen bei unseren Bestellungen leisten. Haben Sie schon einmal mit Reedereien zusammengearbeitet? Das habe ich, und der Kundenservice kann einen großen Unterschied in der Erfahrung machen. Definitiv. Stellen wir sicher, dass Sie ein Unternehmen mit guten Bewertungen auswählen. Lektion 3. Milde Temperaturen. Klingt perfekt. Wir können die milden Temperaturen für unsere Reise nutzen. Unbedingt. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Natur ohne extremes Wetter zu genießen. Welche Aktivitäten sollten wir Ihrer Meinung nach planen? Vielleicht könnten wir wandern gehen oder ein Picknick im Park machen. Das klingt nach lustigen Optionen. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich auch. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Denken Sie, wir sollten Unterkünfte im Voraus buchen? Ja, zumal wir die Hauptreisezeit vermeiden wollen. Richtig. Es wird uns helfen, bessere Preise und Verfügbarkeiten zu sichern. Lektion 4. Taxitipps. Es ist ratsam, vor dem Einsteigen sicherzustellen, dass das Taxi über einen funktionierenden Taxameter verfügt. Definitiv. Auf diese Weise können Sie unerwartete Gebühren vermeiden. Haben Sie Erfahrungen gemacht, bei denen das Messgerät nicht funktionierte? Ja, einmal habe ich viel mehr bezahlt, als ich erwartet hatte. Das ist frustrierend. Es ist wichtig, den Fahrpreis zu bestätigen, bevor Sie die Fahrt beginnen. Unbedingt. Und ich bevorzuge immer seriöse Taxidienste. Gute Idee. Es ist sicherer und oft zuverlässiger. Außerdem ist es einfacher, mit Fahrern von vertrauenswürdigen Unternehmen zu kommunizieren. Genau. Erinnern wir uns an diese Tipps für unsere nächste Reise. Lektion 5. Die Rolle der Mutter. Mütter sind wirklich ein bisschen von allem, nicht wahr? Ja, meine Mutter ist wie eine Lehrerin, wenn sie uns bei den Hausaufgaben hilft. Das ist eine wunderbare Perspektive. Sie tragen oft so viele Hüte.
Genau. Sie ist auch eine großartige Zuhörerin, wenn ich über meine Probleme sprechen muss. Es ist erstaunlich, wie sie sowohl autoritativ als auch pflegend sein können. Ja, und sie scheinen immer genau zu wissen, was sie sagen sollen. Welche anderen Rollen spielen Mütter Ihrer Meinung nach in unserem Leben? Sie sind wie Köche, Bettdecken und manchmal sogar unsere besten Freunde. Das ist so wahr. Lasst uns alles schätzen und schätzen, was sie für uns tun. Lektion 6. Trainieren. Hast du in letzter Zeit trainiert? Ja. Ich habe angefangen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist großartig. Was für Workouts machst du? Ich konzentriere mich auf Krafttraining und etwas Cardio. Tolle Kombination. Krafttraining ist so vorteilhaft für die allgemeine Gesundheit. Definitiv. Ich fühle mich stärker und energischer. Hast du irgendwelche Veränderungen bemerkt, seit du angefangen hast? Ja, ich habe Muskeln aufgebaut und meine Ausdauer verbessert. Das ist fantastisch. Motivieren wir uns gegenseitig weiterzumachen. Lektion 7. Den Engel töten. Töte den Engel im Haus. Das ist ein mächtiger Satz, nicht wahr? Ist es. Das entspricht den Erwartungen, die an junge Frauen gestellt werden. Ja, das Konzept des Engels im Haus kann ziemlich einschränkend sein. Genau. Frauen sollten in der Lage sein, ihr wahres Ich ohne Einschränkungen zum Ausdruck zu bringen. Welche Ungerechtigkeiten hält diese Idee Ihrer Meinung nach aufrecht? Es führt oft zu Gefühlen der Unzulänglichkeit und zu Anpassungsdruck. Das ist wahr. Sich von diesen Stereotypen zu befreien, ist für Empowerment unerlässlich. Ja, und das Teilen unserer Geschichten kann dazu beitragen, das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig dabei unterstützen, gesellschaftliche Normen in Frage zu stellen. Lektion 8. Aufgaben verwalten. Was ist, wenn ich zu viele Aufgaben zu erledigen habe? Teilen Sie sie in kleinere, überschaubare auf. Das klingt nach einem guten Ansatz. Dadurch können sich die Dinge weniger überwältigend anfühlen. Genau. Wenn Sie sich jeweils auf eine Aufgabe konzentrieren, kann dies die Produktivität steigern. Haben Sie Tipps zur Priorisierung von Aufgaben? Ja, normalerweise beginne ich mit den dringendsten oder denen, bei denen Termine näher rücken. Das macht Sinn. Es hilft, den Stress niedrig zu halten. Und vergiss nicht, dich nach dem Erledigen von Aufgaben zu belohnen. Tolle Idee. Ein bisschen Motivation kann viel bewirken. Lektion 9. Geschäfte aushandeln. Lassen Sie uns auch bessere Angebote mit unseren Lieferanten aushandeln. Das ist ein kluger Schachzug. Der Aufbau guter Beziehungen kann zu besseren Konditionen führen. Genau. Hast du darüber nachgedacht, was du sagen sollst, wenn du mit ihnen sprichst? Ja, ich habe vor, unsere Loyalität und das Volumen unserer Bestellungen hervorzuheben. Das ist eine großartige Strategie. Es zeigt, dass Sie ein wertvoller Kunde sind. Richtig. Ich möchte sicherstellen, dass Sie verstehen, dass wir beide davon profitieren. Gute Idee. Zusammenarbeit kann zu erfolgreichen Verhandlungen führen.
Lassen Sie uns einige Diskussionspunkte vorbereiten, bevor wir Kontakt aufnehmen. Ja, ich bin gespannt, wie effektiv wir sein können. Lektion 10. Stylische Outfitplanung. Ich muss ein stilvolles Outfit für die Veranstaltung finden. Ich auch. Ich glaube, ich nehme ein Kleid. Was ist mit dir? Vielleicht entscheide ich mich für einen schönen Anzug. Das ist immer eine klassische Wahl. Das klingt scharf. Hast du eine bestimmte Farbe im Sinn? Ich denke an Marineblau. Es ist elegant und doch vielseitig. Gute Wahl. Navy passt gut zu vielen Accessoires. Genau. Was für ein Kleid ziehst du in Betracht? Ich tendiere zu etwas Blumigem. Es fühlt sich frisch an und macht Spaß. Das klingt herrlich. Stellen wir sicher, dass wir die Stile des anderen ergänzen. Lektion 11. Eine dringend benötigte Pause. Ich kann unsere Reise kaum erwarten. Es wird eine dringend benötigte Pause von unserem Alltag sein. In der Tat. Wir verdienen etwas Zeit, um uns zu entspannen und neue Energie zu tanken. Genau. Welche Aktivitäten möchtest du machen, während wir weg sind? Ich würde gerne einige lokale Sehenswürdigkeiten erkunden und die Natur genießen. Das klingt perfekt. Draußen zu sein hilft mir immer, mich erfrischt zu fühlen. Ja, und wir können auch ein paar neue Lebensmittel probieren, während wir dort sind. Unbedingt. Essen ist ein so wichtiger Teil des Reisens. Lassen Sie uns unsere Reiseroute planen, um das Beste aus unserer Zeit zu machen. Ja, ich freue mich darauf, gemeinsam wundervolle Erinnerungen zu schaffen. Lektion 12. Ironie in der Geschichte. In der Tat ist es ironisch, dass gerade als Länder wie die Sowjetunion zusammenbrachen. Ja, es war ein bedeutender Wandel in der Weltpolitik. Es öffnete die Tür für neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Unbedingt. Die Veränderungen waren weltweit zu spüren und wirkten sich auf viele Leben aus. Was waren Ihrer Meinung nach einige der unmittelbaren Auswirkungen? Viele Menschen erlebten Hoffnung, aber auch Ungewissheit über die Zukunft. Das ist wahr. Der Übergang zu neuen Systemen kann ziemlich schwierig sein. Ja, aber es ermöglichte auch die Entstehung neuer Ideen und Reformen. Es ist faszinierend, wie Geschichte unsere Gegenwart und Zukunft prägt. Lektion 13. Sprachbarrieren. Es ist interessant, wie sich Sprachbarrieren auf die Kommunikation in dieser Region auswirken. Ja, Englisch wird dort nicht häufig gesprochen, daher kann es für Reisende eine Herausforderung sein. Genau. Wie können Besucher Ihrer Meinung nach diese Barrieren überwinden? Es kann sehr hilfreich sein, ein paar grundlegende Sätze in der Landessprache zu lernen. Definitiv. Es zeigt Respekt und kann Türen zu besseren Interaktionen öffnen. Außerdem kann die Verwendung von Übersetzungs-Apps bei Gesprächen in Echtzeit helfen. Das ist eine tolle Idee. Das macht die Kommunikation viel einfacher. Ja, und Körpersprache kann auch dazu beitragen, Botschaften zu vermitteln, wenn Worte versagen. Stimmt. Es ist erstaunlich, wie viel kommuniziert werden kann, ohne zu sprechen. Lektion 14. Negative Auswirkungen. Haben Sie jemals negative Auswirkungen von Stress erlebt?
Ja, ich fühle mich manchmal überfordert, besonders bei engen Terminen. Das ist verständlich. Stress kann unser Wohlbefinden wirklich beeinträchtigen. Unbedingt. Es wirkt sich sowohl auf meine geistige als auch auf meine körperliche Gesundheit aus. Was tun Sie normalerweise, um mit diesem Stress umzugehen? Ich versuche kurze Pausen einzulegen und tiefe Atemübungen zu machen. Das sind großartige Techniken. Ich finde, dass ein Spaziergang mir hilft, den Kopf frei zu bekommen. Ja, frische Luft schnappen kann so erfrischend sein. Machen wir es uns zur Aufgabe, uns gegenseitig beim Stressmanagement zu unterstützen. Lektion 15. Wunderschöne Reiseziele. Ich habe gehört, dass dieser Ort für seine unberührten Strände, malerischen Ausblicke und sein pulsierendes Nachtleben bekannt ist. Ja, das klingt nach einem perfekten Urlaubsort. Welche Aktivitäten würdest du dort machen wollen? Ich würde gerne tagsüber am Strand entspannen und nachts die lokalen Märkte erkunden. Das klingt unglaublich. Ich genieße es, die lokale Küche zu entdecken. Unbedingt. In lokalen Restaurants zu essen ist einer meiner Lieblingsteile des Reisens. Ich auch. Frische Meeresfrüchte am Strand wären auf jeden Fall ein Highlight. Und vielleicht könnten wir auch tagsüber einige Wassersportarten ausprobieren. Ja, Schnorcheln oder Paddeln würde so viel Spaß machen. Lass uns bald eine Reise dorthin planen. Es klingt nach einem Traumziel. Lektion 16. Shuttle Services. Das ist praktisch. Wie oft kommen die Shuttles? Sie kommen alle 15 Minuten, sodass wir nicht lange warten müssen. Das ist toll zu hören. Das macht es so viel einfacher, sich fortzubewegen. Genau. Außerdem können wir so unsere Zeit beim Erkunden maximieren. Gibt es bestimmte Orte, die Sie besuchen möchten, während wir dort sind? Ich würde gerne die lokalen Sehenswürdigkeiten und vielleicht einige versteckte Juwelen erkunden. Ja, es ist immer aufregend, etwas Neues zu entdecken. Lassen Sie uns eine Liste von Orten erstellen, die wir gemeinsam erkunden möchten. Tolle Idee. Ich freue mich auf dieses Abenteuer. Lektion 17. Einzigartige Geschenkideen. Ich suche eine einzigartige Geschenkidee. Irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es mit einer personalisierten Schürze mit einem lustigen Zitat oder Design? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Es ist sowohl praktisch als auch durchdacht. Genau. Es verleiht etwas, das wir täglich verwenden, eine besondere Note. Denkst du, wir sollten ein paar Kochutensilien dazugeben? Ja, das würde das Geschenk noch vollständiger machen. Welche Tools wären Ihrer Meinung nach am besten? Vielleicht wäre ein schönes Set Messlöffel oder ein Schneebesen perfekt. Lassen Sie uns diesen Plan in die Tat umsetzen. Es wird ein unvergessliches Geschenk sein. Lektion 18. Spannende Pläne. Oh, ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Wann denkst du darüber nachzugehen? Ich habe vor, nächsten Monat zu besuchen. Es wird so aufregend sein. Das klingt unglaublich. Was hoffst du zu sehen und zu tun? Ich möchte die lokale Kultur erkunden und neue Lebensmittel probieren. Ja, Essen ist ein so wichtiger Bestandteil des Reisens.
Unbedingt. Ich habe gehört, dass das Streetfood dort unglaublich ist. Das kann ich mir nur vorstellen. Stellen wir sicher, dass wir viele Fotos machen. Ganz gewiss. Ich möchte jeden Moment dieses Abenteuers festhalten. Ich freue mich darauf, alles darüber zu erfahren, wenn du zurückkehrst. Lektion 19. Herausforderungen begegnen. Hattest du auf Reisen noch andere Herausforderungen? Ja, ich fühlte mich manchmal ein bisschen einsam, besonders in einer neuen Umgebung. Das ist verständlich. Neue Orte können sich manchmal isolierend anfühlen. Genau. Ich brauchte eine Weile, um mich an die ungewohnte Umgebung zu gewöhnen. Hast du irgendwelche Wege gefunden, dieses Gefühl zu überwinden? Ich fing an, Mitreisende und Einheimische zu kontaktieren, was mir geholfen hat. Das ist eine großartige Strategie. Sich mit anderen zu verbinden, kann einen großen Unterschied machen. Ja, es hat meine Erfahrung wirklich bereichert und mir das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein. Denken wir bei unseren zukünftigen Reisen daran. Es ist wichtig, in Verbindung zu bleiben. Lektion 20. Reiseerlebnisse. Hallöchen. Ich habe gehört, dass du kürzlich auf eine Reise gegangen bist. Wie war deine Reise? Es war fantastisch. Ich musste einige wunderschöne Orte erkunden. Das klingt unglaublich. Was war der Höhepunkt deiner Reise? Ich denke, der Besuch der historischen Stätten war der denkwürdigste Teil. Das ist großartig. Die Geschichte verleiht Reiseerlebnissen immer Tiefe. Ja, und ich habe so viel über die lokale Kultur gelernt. Hast du irgendwelche neuen Lebensmittel probiert, während du dort warst? Unbedingt. Ich habe Gerichte probiert, denen ich noch nie begegnet war. Ich liebe das. Essen kann eine wunderbare Art sein, einen Ort zu erleben. Lektion 21. Nudelauswahl. Ich habe nur versucht, Reisnudeln in meinen Gerichten zu verwenden. Das ist eine großartige Option, aber beim nächsten Mal solltest du die Eiernudeln probieren. Was ist der Unterschied in Geschmack und Textur? Eiernudeln sind reichhaltiger und haben eine schöne, zähe Textur. Das klingt köstlich. Das werde ich bei meiner nächsten Kochsitzung im Hinterkopf behalten. Du wirst sie lieben. Sie verleihen dem Geschirr eine andere Dimension. Großartig. Ich werde auf jeden Fall mit beiden Typen experimentieren. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich würde gerne von deinen Kreationen hören. Das werde ich. Kochen macht immer mehr Spaß, wenn man neue Dinge ausprobiert. Lektion 22. Essentials für Kätzchen. Richtig. Wir sollten uns auch einen Kratzbaum für das Kätzchen besorgen. Unbedingt. Es ist wichtig für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Es hilft auch, unsere Möbel zu schützen. Ja. Außerdem gibt es dem Kätzchen einen Ort zum Spielen und Erkunden. Haben Sie online gute Optionen gesehen? Hab ich. Es gibt einige wirklich süße und robuste. Das ist großartig. Wählen wir eine aus, die gut zu unserem Raum passt. Ja, und wir können dann auch Spielzeug besorgen, um das Kätzchen zu unterhalten. Perfekt.
Es hört sich so an, als würde sich unser kleiner Pelzball sehr freuen. Lektion 23. Sich wohlfühlen. Definitiv. Ich fühle mich jetzt in meinem Raum wohler und voller Energie. Das ist wunderbar zu hören. Welche Änderungen hast du vorgenommen? Ich habe aufgeräumt und ein paar Pflanzen hinzugefügt, um eine frische Atmosphäre zu erzeugen. Pflanzen verschönern wirklich einen Raum. Welche hast du gewählt? Ich habe eine Schlangenpflanze und ein paar Sukkulenten. Sie sind pflegeleicht. Tolle Auswahl. Sie können auch die Luftqualität wirklich verbessern. Genau. Außerdem habe ich die Möbel neu angeordnet, um ein offeneres Layout zu schaffen. Das klingt perfekt. Ein gutes Layout kann die Atmosphäre komplett verändern. Ich bin so froh, dass ich es getan habe. Es fühlt sich an wie ein ganz neuer Raum. Lektion 24. Sommerferien. Viele Leute machen im Sommer Urlaub, findest du nicht? Unbedingt. Es ist die perfekte Zeit, um sich zu entspannen und neue Orte zu erkunden. Und wir haben Sommerferien von der Schule, was es noch besser macht. Ja, diese langen Pausen eignen sich hervorragend zum Auftanken. Hast du Pläne für diesen Sommer? Ich denke darüber nach, mit ein paar Freunden den Strand zu besuchen. Das klingt nach so viel Spaß. Der Strand ist immer eine gute Idee. Was ist mit dir? Sind irgendwelche aufregenden Reisen geplant? Vielleicht gehe ich in den Bergen wandern. Ich liebe es, draußen zu sein. Lektion 25. Führungsstile. Andererseits kann in bestimmten Situationen ein autokratischer Führungsstil notwendig sein. Das ist wahr. In Notfällen ist eine schnelle Entscheidungsfindung entscheidend. Genau. Es kann helfen, die Ordnung aufrechtzuerhalten, wenn es auf die Zeit ankommt. Aber was sind Ihrer Meinung nach die Nachteile dieses Ansatzes? Es könnte die Kreativität ersticken und die Teamarbeit behindern. Ja, und das kann zu Ressentiments unter den Teammitgliedern führen. Das Gleichgewicht zwischen Autorität und Zusammenarbeit ist entscheidend, finden Sie nicht auch? Unbedingt. Effektive Führungskräfte wissen, wann sie ihren Stil anpassen müssen. Lassen Sie uns gemeinsam mehr über verschiedene Führungsstile erfahren. Lektion 26. Lärmprobleme. Hi, entschuldige mich. Ich habe Probleme mit dem Lärm in meiner Wohnung. Oh nein! Das klingt frustrierend. Was ist das für ein Geräusch? Es kommt hauptsächlich von der Straße. Autos und Bauarbeiten machen es schwierig, sich zu konzentrieren. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie versucht, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung zu verwenden? Ich habe noch nicht, aber ich habe gehört, dass sie sehr effektiv sein können. Das sind sie wirklich. Ich benutze meine ständig, besonders beim Lernen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich in ein paar investieren. Definitiv. Es könnte einen großen Unterschied in Ihrem Komfort machen. Ich schaue mir das an. Danke für den Vorschlag. Lektion 27. Kontrolle im Fokus. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie kontrollieren können, anstatt sich um den Rest zu kümmern.
Das ist eine gute Idee. Das werde ich versuchen, wenn ich mich überfordert fühle. Es hilft wirklich, Ihre Energie auf überschaubare Aufgaben zu konzentrieren. Ja, besonders in stressigen Zeiten. Wie gehst du mit Stress um? Ich mache gerne Listen und teile Aufgaben in kleinere Schritte auf. Das klingt effektiv. Ich sollte auch damit anfangen. Es geht darum, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Genau. Unterstützen wir uns gegenseitig dabei, organisiert zu bleiben. Unbedingt. Wir können uns regelmäßig gegenseitig überprüfen. Lektion 28. Glatte Straßen. Die breiten, glatten Straßen ermöglichen es Autos und Bussen, schnell von einem Ort zum anderen zu fahren. Ja, es macht das Pendeln so viel einfacher und effizienter. Haben Sie bemerkt, wie die Reisezeit dadurch erheblich reduziert wird? Definitiv. Es ist großartig, um Verkehrsstaus zu reduzieren. Und sicherere Straßen können auch zu weniger Unfällen führen. Genau. Es ist für jeden auf der Straße von Vorteil. Was denkst du über die öffentlichen Verkehrsmittel in der Gegend? Sie sind in der Regel zuverlässig, besonders wenn die Straßen in einem guten Zustand sind. Lassen Sie uns mehr darüber erfahren, wie sich die Straßeninfrastruktur auf unser tägliches Leben auswirkt. Lektion 29. Neue Freunde. Ich habe keine Freunde, mit denen ich schwimmen kann. Das ist schade. Schwimmen kann mit Freunden so viel mehr Spaß machen. Ich stimme zu. Um es besser zu machen, ging ich in die Tierhandlung und kaufte 3 weitere Goldfische. Das ist eine kreative Idee. Goldfische können auch nette Begleiter sein. Ich habe sie ins Aquarium gebracht und sie scheinen sich gut zu verstehen. Das ist großartig. Fischen beim Schwimmen zuzusehen kann sehr entspannend sein. Ja, es ist, als hätte man eine kleine Unterwasserwelt zu Hause. Vielleicht könnten wir irgendwann eine kleine Poolparty veranstalten. Das fände ich toll. Es könnte die perfekte Art sein, den Sommer zu genießen. Lektion 30. Schätze erkunden. Lassen Sie uns heute einkaufen gehen. Das klingt lustig. Wo willst du hin? Wie wäre es mit dem Antiquitätenladen in der Innenstadt? Tolle Idee. Ich liebe es, dort nach Unikaten zu suchen. Ja, lass uns reingehen und sehen, welche Schätze wir finden können. Ich freue mich. Man weiß nie, welche versteckten Juwelen auf sie warten könnten. Genau. Es ist immer ein Abenteuer, neue Geschäfte zu erkunden. Und vielleicht finden wir sogar etwas Besonderes, das wir mit nach Hause nehmen können. Machen wir einen Tag daraus und genießen wir die Jagd. Lektion 31. Öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe über öffentliche Verkehrsmittel für unsere Reise nachgedacht. Wir planen zu fahren, aber es ist nur eine kurze Strecke entfernt. Das ist praktisch. Manchmal ist Autofahren einfacher als das Navigieren in öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau. Außerdem können wir unterwegs anhalten, wann immer wir wollen. Ja. Flexibilität ist ein großer Vorteil eines Autos. Öffentliche Verkehrsmittel können jedoch eine gute Option sein, wenn wir uns entspannen müssen.
Stimmt. So können wir die Landschaft genießen, ohne uns Gedanken über den Verkehr machen zu müssen. Lassen Sie uns beide Optionen im Hinterkopf behalten und uns näher am Datum entscheiden. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich auf unsere Reise. Lektion 32. Thailand besuchen. Ja, das bin ich. Ich erwäge, Thailand zu besuchen. Warst du schon einmal dort? Nein, habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass es wunderschön ist. Das ist es wirklich. Die Strände und die Kultur sind unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, die Märkte zu erkunden und das Essen zu probieren. Du wirst das Streetfood lieben. Es ist köstlich und erschwinglich. Das habe ich gehört. Was sollte ich sonst nicht verpassen? Besuchen Sie unbedingt die Tempel. Sie sind atemberaubend. Großartig. Ich werde das auf jeden Fall zu meiner Liste hinzufügen. Lass uns zusammen planen. Lektion 33. Wetter in Peru. Das klingt vernünftig. Wie ist das Wetter in Peru zur besten Reisezeit? Normalerweise ist die beste Zeit von Mai bis September, wenn es trocken und sonnig ist. Das ist perfekt. Ich habe gehört, dass es sich hervorragend zum Wandern und Erkunden eignet. Unbedingt. Die Temperaturen sind mild, was Outdoor-Aktivitäten angenehm macht. Welche Orte sollte ich Ihrer Meinung nach bei meinem Besuch priorisieren? Machu Picchu und das Heilige Tal sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Die sind auf meiner Liste. Ich kann es kaum erwarten, die Ruinen zu sehen. Du wirst sie lieben. Die Landschaft ist atemberaubend. Lass uns weiter über weitere Tipps für meine Reise diskutieren. Ich will das Beste daraus machen. Lektion 34. Planung einer unvergesslichen Reise. Ich bin sicher, Sie werden eine unvergessliche Reise haben. Großartig. Ich buche es heute und wir können mit der Planung unserer Reiseroute beginnen. Das klingt aufregend. Welche Aktivitäten möchtest du einbeziehen? Ich würde gerne lokale Märkte erkunden und Streetfood probieren. Ja, Essen ist ein so wichtiger Teil des Erlebnisses. Unbedingt. Außerdem möchte ich einige kulturelle Sehenswürdigkeiten besuchen. Tolle Idee. Wir sollten uns auch etwas Zeit zum Entspannen nehmen. Definitiv. Es ist wichtig, Sightseeing mit Ausfallzeiten in Einklang zu bringen. Lass uns die Details bald finalisieren. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 35. Die Reise des Beagles. Die Beagle und das Schiff verließen England 1831. Das ist richtig. Es war eine so wichtige Reise in der Geschichte. Die Schiffsreise führte Darwin um die Welt, nicht wahr? Ja, es bot ihm unschätzbare Erfahrungen und Beobachtungen. Was waren Ihrer Meinung nach einige der bedeutendsten Entdeckungen, die er gemacht hat? Seine Studien zur Artenvielfalt waren wegweisend. Unbedingt. Sie haben die Art und Weise verändert, wie wir Evolution verstehen. Es ist faszinierend, wie eine Reise die Wissenschaft so tiefgreifend beeinflussen kann. Ja, und es zeigt, wie wichtig Erkundung und Neugier sind.